Herzlich willkommen bei Kiewer Classic Racing. Ihr habt sicherlich am Videotitel schon erkannt, es geht nach Hockenheim zum Saisonfinale der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft. Also bleibt dran! So, da sind wir jetzt in Hockenheim angekommen. Wie man sieht, unser Fahrerlager steht schon. Wir warten jetzt noch drauf, dass wir zur Abnahme können. Und wir sind ein bisschen zeitig angereist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist hier dieses Jahr wieder ein neuer Teilnehmerrekord. Über 600 Motorräder gemeldet, dazu die Autos der VRV GLP Pro. Und ich habe mich natürlich besonders über die Resonanz zu meinem letzten Video vom Schottenring gefreut. Ist natürlich ein Motivationsschub, hier weiterzumachen und hier meine Produktion auch kontinuierlich zu verbessern. Freue mich nach wie vor über jedes Like, über jeden Abonnenten. Also wer es noch nicht getan hat, kann den Kanal gerne noch abonnieren, um dran zu bleiben. Ist kostenlos, tut nicht weh. Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit zu essen. Und dann müssen wir hier noch die Papierabnahme und die technische Abnahme durchziehen. So, technische Abnahme haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Aufkleber ist drauf. Jetzt holen wir für Michael noch einen Transponder und dann machen wir einen Rundgang auf der Strecke. Jetzt machen wir noch die obligatorische Streckenbegehung. Trackwalk heißt das ja in der MotoGP. Am Abend vorm ersten Training. Ich selber fahre jetzt hier schon zum 4. Mal. Michael ist zum 1. Mal hier, deswegen gucken wir uns hier mal so ein paar Ecken an. Und schauen mal, wie da die Linien so sind, wie man das am besten fährt. Und ja, dann geht es wieder zurück ins Fahrerlager und dann machen wir uns noch einen ruhigen Abend. So, guten Morgen hier aus Hockenheim. Das Fahrerlager hat sich gut gefüllt. Wie schon angesprochen, über 600 Teilnehmer, die Klassen der Deutschen Historischen Meisterschaft. Gemeinsam mit der IG Königsklasse, der Freunde historischer Rennmotorräder aus der Schweiz und der IRO, der International Historic Racing Organization. An diesem Vormittag steht jetzt unser erstes Training an. Zeitplan dieses Jahr ein bisschen anders. Wir fahren heute Vormittag den ersten Trainingslauf, am morgigen Samstag dann vormittags das zweite Training, am Nachmittag unseren ersten Wertungslauf und dann am Sonntag unseren zweiten Wertungslauf. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, gehen wir auf die Tribüne, schauen uns schon mal die anderen Klassen an. So, jetzt stecken wir in die Startvorbereitungen für das erste Training hier heute. Die Motorräder sind soweit vorbereitet, Reifenluftdruck haben wir eingestellt, getankt ist, Startmaschine liegt schon bereit. Und ja, fast wie gewohnt kann man schon sagen, nehme ich euch jetzt mit auf der Yamaha RD auf ein paar Runden hier auf den Hockenheimring. Viel Spaß und bis gleich.
So, erstes Training haben wir erfolgreich absolviert. Hat alles gepasst. Technik, Streckenbedingungen. Hat Spaß gemacht. Ziemlich großes Starterfeld. An 1, 2 Ecken ein bisschen aufgehalten worden. Aber im Großen und Ganzen waren wir hier flott unterwegs. Und ja, jetzt schon Feierabend für heute. So, wie im vorangegangenen Video möchte ich jetzt natürlich auch ein paar Eindrücke aus dem Fahrerlager einfangen. Gerade vorne in der Box, da gibt es einiges zu sehen. Sehr viele interessante Motorräder. Und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Viel Spaß!
Ja, guten Morgen, willkommen zurück hier in Hockenheim am Samstag. Heute Vormittag steht jetzt der zweite Trainingslauf auf dem Plan. Ich hatte mir im Vorfeld hier für die Strecke ein bisschen was vorgenommen. Das konnte ich gestern im ersten Training ganz gut umsetzen. Der Blick auf die Zeitentafel hat es dann bestätigt. Habe noch mal einige Sekunden rausholen können, im Gegensatz zu meiner besten Zeit im letzten Jahr. Mal schauen, was jetzt im zweiten Training noch geht. Wetter passt. Vorbereitungen laufen. Michael tankt schon. Die Kamera kommt jetzt ans Motorrad, um euch da wieder mitzunehmen. Nicht gleich wegdrücken, denn diesmal gibt es auch eine Onboard-Runde auf der Rotax. Also viel Spaß und bis gleich.
da sind wir wieder. Zweites Training haben wir durch. Lief im Großen und Ganzen ganz gut. Mit dem großen Starterfeld war es wieder nicht ganz so einfach. Ich habe 3-4 Runden gebraucht, um mich frei zu fahren. Dann konnte ich 2 schnelle Runden fahren, dann kam die rote Flagge raus, ist zu einem Sturz gekommen, mussten wir alle in die Box, hat wieder ein bisschen den Rhythmus gestört. Nach dem Start aus der Boxengasse wieder viel Verkehr auf der Strecke, da war nichts Schnelles mehr möglich. Müssen wir mal auf die Zeitentafeln schauen. Ich glaube, jetzt eine Verbesserung zu gestern war es nicht mehr, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt an dem Wochenende mit meinen bisherigen Trainingszeiten zufrieden. Und dann heute am späten Nachmittag um 17:40 Uhr ist dann der erste Wertungslauf. Jetzt machen wir uns noch einen Kaffee, dann ein bisschen Mittagessen und schauen mal, was die anderen so fahren. So, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, es dämmert schon leicht. Wir starten jetzt noch in unseren ersten Wertungslauf zur etwas fortgeschritteneren Stunde. Ich glaube, so spät sind wir noch nie gestartet. Insgesamt der drittletzte Lauf heute am Tagesplan. Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen, wir ziehen uns jetzt um. Und nehmen dann wieder auf beiden Motorrädern eine Kamera mit, um euch da ein paar coole Aufnahmen zu präsentieren. Also, viel Spaß und bis gleich. So, das war der erste Wertungslauf. Langsam dämmert es schon. In der Startgruppe vor uns war ein Sturz. Da hat sich das alles noch ein bisschen verzögert, bis es bei uns losging. Aber es hat dann alles gepasst. Ich bin jetzt im ersten Wertungslauf auf Platz 2 eingefahren. Michael leider stehen geblieben. Müssen wir mal schauen, was da los war. Ein bisschen was schrauben. Müssen wir jetzt mal kontrollieren. Aber so wie es momentan aussieht, nichts Komplizierteres. Müssen wir jetzt schauen, dass wir die Rotax wieder in Gang kriegen. Und dann steht dann morgen der zweite Wertungslauf an. Jetzt gehen wir duschen, dann gibt es Abendessen, haben wir uns verdient heute. Und dann geht es hier morgen weiter. So, guten Morgen hier am Sonntag in Hockenheim. Wie ihr seht, muss ein bisschen was geschraubt werden. Wir hoffen, wir haben die Ursache für Michaels Ausfall gestern gefunden. Wir haben es jetzt an einem defekten Zündkerzenstecker festgemacht. Konnten zum Glück hier bei den Händlern hier vorne einen neuen besorgen.
Den machen wir jetzt mal dran und dann hoffen wir, dass die Rotax dann auch wieder läuft für den zweiten Wertungslauf heute Nachmittag. Ja, ihr seht, wie angekündigt, ist das Wetter jetzt im Regen umgeschlagen. Deswegen fahren wir den zweiten Wertungslauf jetzt im Regen. Die Rotax haben wir jetzt leider nicht mehr in Gang bekommen. Da liegt irgendwie ein Problem mit der Zündung vor. Das müssen wir zu Hause versuchen zu beheben. Zudem ist es jetzt so, es gab gestern in den Läufen einige Stürze und einige Verzögerungen im Zeitplan, sodass nicht alle Klassen ihren ersten Wertungslauf abschließen konnten. Dementsprechend wird jetzt für die Wertung ausschließlich der zweite Wertungslauf herangezogen. Die 20 Meisterschaftspunkte für den zweiten Platz gestern bleiben mir für die Klassenwertung erhalten, aber das Resultat des Wochenendes müssen wir jetzt allein im zweiten Wertungslauf rausfahren. Das war jetzt bei dem Regen so eine Sache, wird wieder mehr oder weniger ein Glücksspiel. Müssen wir schauen, was jetzt noch geht. Nichtsdestotrotz nehme ich jetzt euch nochmal mit raus auf den Hockenheimring in den Regen. Und ja, mal schauen, was sich rausholen lässt. Viel Spaß und bis gleich.
Ja, wie ihr seht, wir sind schon zurück aus Hockenheim. Es hat dann nicht mehr aufgehört zu regnen. Wir haben dann im strömenden Regen alles nur noch schnell zusammengepackt und sind nach Hause gefahren. Trotzdem ist es jetzt wieder recht spät geworden. Ich denke, man konnte es im Video einigermaßen sehen, da in dem Regen jetzt heute Nachmittag war nichts mehr zu holen. Ich habe da auf dem Motorrad überhaupt kein gutes Gefühl mehr gehabt in dem Regen, so dass ich das Tempo rausnehmen musste. Ich bin über die Runden tatsächlich noch ein bisschen schneller geworden, so dass es dann in der Wertung nur ein 9. Platz war. War ein bisschen schade, dass das jetzt von Seiten der Rennleitung mit der Wertung des ausschließlich zweiten Laufs so festgelegt wurde und der Vorsprung durch meinen zweiten Platz im ersten Wertungslauf eigentlich nichts mehr wert war. 100%ig nachvollziehen kann ich es nicht, aber ich denke mal, es war eine sportlich faire Entscheidung, durch die am Ende niemand benachteiligt wurde. Ja, und leider haben wir die Rotax von Michael jetzt auf die Schnelle im Fahrerlager nicht mehr in Gang bekommen. Wir haben noch einiges versucht, aber es sieht da nach einem Defekt der Zündspule aus. Auch das gehört dazu, dass die 40 bis 50 Jahre alte Technik auch einfach irgendwann mal den Geist aufgibt, dass man dann eben einen Lauf nicht mehr antreten kann. Aber wir haben jetzt über den Winter Zeit, da die entsprechenden Komponenten neu zu besorgen und auszutauschen, so dass es da nächstes Jahr direkt wieder losgehen kann. Von daher schließen wir damit die DHM-Saison 2025 ja, erfolgreich ab. Vielen Dank an alle, die das Video bis zum Ende geschaut haben und uns da wieder sozusagen durch das Wochenende begleitet haben und auch die vorangegangenen Videos aus dieser Saison geschaut und geliked und kommentiert haben. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass der Kanal hier in den Winterschlaf verfällt. Es ist noch einiges in Planung, es gibt noch einige Projekte in der Werkstatt, die ich dann auch wieder dokumentieren werde. Wenn ihr da weiterhin dranbleiben wollt, abonniert gerne den Kanal. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.